Bevor sich das Jahr ganz zum Ende neigt, möchten wir unseren Kunden und Anwendern die neue Version unserer Testautomatisierungslösung ECU-Test mit an die Hand geben. Neben vielen inhaltlichen Neuerungen, Verbesserungen, Erweiterungen rund ums Testen von verschiedenen Bereichen wie Ethernet, ADAS-Testing, Diagnose, ist darin auch eine wichtige Hintergrundänderung enthalten, nämlich der Umstieg auf Python 3.9. Und was das betrifft, das schauen wir uns jetzt an. Python 3.9 ist ein wichtiger Schritt von Python 3.7 kommend, weil es uns und allen Anwendern ermöglicht, eben auch die modernsten und neuesten Technologien und Bibliotheken zu verwenden, die modernsten Sprachmittel zu verwenden, unter anderem für auch Dinge wie Bilderkennung, Spracherkennung, Machine Learning und ähnliches. Mindestens genauso spannend wie diese Änderungen im Hintergrund sind natürlich die vordergründigen Neuerungen und Verbesserungen in den verschiedenen Bereichen. Zuerst würde ich dort ganz gern das Thema Diagnose nennen. Es gibt eine neue API. Das klingt erstmal gar nicht so spannend. Die neue API ermöglicht es einem aber, komplette Diagnosekataloge, ODX-Kataloge, so zu verarbeiten, dass auf der Basis komplette Diagnoseumfänge und Testsuiten vollständig generiert werden können. Also es geht jetzt nicht mehr nur um die Durchführung und Ausführung der Tests, sondern auch um das Erstellen ganzer Tests und Testsuiten mit dem Ziel, eben dort auch nochmal mit Automatisierung sehr viel Zeit zu sparen. Ein weiterer wichtiger Testbereich ist das Testen von ADAS-Funktionen. ECU-Test bietet die Schnittstelle zum Beispiel zu CarMaker. Und genau für CarMaker ist es jetzt möglich, Tests, die bisher nur unter Windows liefen, ebenfalls unter Linux auszuführen. Also CarMaker unter Linux, der ECU-Test Toolsurfer unter Linux. Das bietet eine ganze Reihe von Vorteilen, unter anderem eben auch die viel bessere Skalierungsmöglichkeit, gerade wenn man in Richtung Docker, Kubernetes oder andere verteilte Cloud-Infrastrukturen denkt. Ein wichtiges Thema, worauf wir in der neuen Version besonders stolz sind, ist der Performance-Gewinn, den wir für Ethernet-Testing erreichen konnten. Beim Ethernet-Testing geht es darum, eben nicht nur Megabit, sondern auch Gigabit pro Sekunde verarbeiten zu können. ECU-Test ist jetzt im ungefilterten Modus in der Lage, bis zu 300 Megabit pro Sekunde live zu stimulieren, Aufzeichnungen auszuführen und natürlich auch die Trace-Analyse auszuführen. Darüber hinaus ist es jetzt aber auch möglich, mit dem intelligenten Filtern von Daten, was bereits eingebaut ist in den ECU-Test, in den Gigabit-Bereich vorzustoßen und so erstmals auch Ethernet-Testing in diesem Bereich durchführen zu können. Ein weiterer interessanter Punkt rund um das Thema Ethernet-Testing ist das Probe-Logging-Protokoll. Das ist ein Protokoll, was viele Logger einsetzen, um Daten von ganz vielen verschiedenen Bussen aufzuzeichnen. Und dabei ist natürlich entscheidend, auf welchem Bus welches Signal und welcher Frame gesendet wurde. Und das kapselt genau dieses Probe-Logging-Protokoll, dass genau diese Information dabei nicht verloren geht. ECU-Test und auch die Trace-Analyse in ECU-Test ist in der Lage, genau diese Informationen auch zu nutzen, um ganz klar Tests, vor allen Dingen zum Beispiel Gateway-Tests, auch zu schreiben, die prüfen, ob auf einem Bus eine bestimmte Information anlag und auf einem anderen Bus nicht, als Beispiel. Um das Thema Ethernet-Testing abzurunden, bietet die neue Version von ECU-Test jetzt auch eine Mini-Restbus-Simulation für Ethernet. Das ist ein Feature, das gibt es für CAN und FlexRay, also die klassischen Busse, schon lange. Damit ist es jetzt mit einfachen Mitteln möglich, sowohl Some-IP-Traffic als auch klassischen TCP-UDP-Traffic zu simulieren und damit eine Restbus-Simulation für Ethernet zur Verfügung zu stellen, in einem komplexeren Test-Setup zum Beispiel. Neben den technischen Features sind natürlich auch die Prozess- und Workflow-Automatisierungsfeatures ein ganz wichtiger Baustein von ECU-Test. Da haben wir in dieser Version zum einen die Möglichkeit, den Export von Testfällen komplett zu flexibilisieren in verschiedene ALM-Systeme, wie gehabt, Polarion, Octane. Aber entscheidend ist dabei, dass man jetzt durch Python-Skripte Einfluss darauf nehmen kann, wie, in welchem Umfang, in welchem Detailgrad Testfälle aus der Automatisierung, also aus ECU-Test, in die ALM-Welt exportiert werden. Möchte man seine Tests kontinuierlich und verteilt ausführen, dann kommt natürlich unsere Automotive DevOps-Plattform zum Einsatz. Dabei gibt es in ECU-Test zwei wichtige neue Features. Das eine ist die Möglichkeit, OSI-Traces ebenfalls innerhalb der DevOps-Plattform zu analysieren, statt lokal am eigenen Rechner oder an der Testbench und damit natürlich den
Performance-Gewinn dort mitzunehmen. Und das andere ist die Möglichkeit, Logfiles von den einzelnen Testbenches mit nach Testguide hochzuladen, mit dem Ziel, auch im Nachgang sehr genau nachvollziehen zu können, was an jeder einzelnen Testbench genau passiert ist. Die neue Version ist ab sofort verfügbar. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Fragen, über Anregungen und wünschen viel Spaß beim Einsatz und viel Erfolg.